Hier ist die Normandie wild, die Halbinsel Cotentin. Fisch, Muscheln, Krebse kommen vom Meer direkt auf den Tisch. Die Region ist bekannt für die Austernzucht, für Birnen, Calvados und urige Dörfer auf dem Land. Weltberühmt ist der Mont Saint-Michel und meistbesuchter Berg Frankreichs. Die Sandstrände dagegen hat man oft für sich allein. Die Normandie liegt im Nordwesten Frankreichs. Die Reise beginnt auf der Halbinsel Cotentin und führt in Richtung Süden bis zum Mont Saint-Michel. Hochbetrieb in Saint-Germain. Einmal im Monat ist Grand Marais, die große Flut. Dann kommt das Wasser mit aller Macht. Danach zieht es sich weit zurück. Für die Züchter ist dann Erntezeit. Auch die Freizeitfischer, Pêcheurs à pied, sind unterwegs. Das Sammeln von Meeresfrüchten ist Volkssport in der Normandie, wie anderswo das Pilze sammeln. Wilde Austern weit und breit, man braucht ein gutes Auge. Jean-Louis kommt mit seinem Freund Régi regelmäßig. Er weiß, wo es die größten Austern gibt und wie man sie zubereitet. Wahre Austernleidenschaft. Man nimmt eine Schalotte, schneidet sie klein, brät sie in einer Pfanne. Dazu etwas Weißwein und Crème fraîche. Ein kleiner Löffel dieser Soße kommt auf jede Auster. Dann kommt das Ganze für 30 Minuten in den Ofen. Eine echte Delikatesse. Es geht natürlich auch so. Einfach an Ort und Stelle probieren. Die Austern an der Westküste, vollmundig, salzig, schmecken so richtig nach Meer. Sehr salzig, sehr salzig. Und noch ein Tipp von Jean-Louis? Vorsicht, die Grand Marais ist wirklich verrückt. Plötzlich kommt das Wasser von da und von dort und schließt einen ein. Also weg von hier. Ich habe auch noch eine Verabredung mit Austernprofis. Bonjour. Mit dem Traktor geht's vom Strand noch ein ganzes Stück weiter raus zu den Austernparks. Mehr als 200 Betriebe gibt es im Cotentin, dem Austernzentrum der Normandie. Bald ist die Flut zurück. Die schweren Säcke mit den Austern werden umgeladen. Wer kann, hilft mit, auch Juniorchefin Axel. Sie fangen ja erst am Nachmittag mit der Arbeit an. Ja, klar. Und außerdem ist das Wetter auch noch schön. In diesen Säcken wachsen sie heran. Austernzucht braucht Zeit. 4 Jahre. Es dauert 4 Jahre, bis die Austern essbar sind. Stéphane schichtet die Säcke 5 bis 6 Mal um in dieser Zeit. Er ist Chef eines typischen Familienbetriebs. Der nördlichste Punkt im Cotentin, das Cap de la Hague. Barbara Homolka ist vor ein paar Jahren mit Mann und Border Collie Ben aus Deutschland umgesiedelt. Sie ist Bloggerin, Cotentin-Expertin und Autorin eines Krimis. Der spielt natürlich auch hier im wilden Cotentin. Bleib mal stehen, nicht noch weiter. Sturm, Wellen, Regenwolken am Kap. Es scheint wie für sie gemacht. Du hast so ein Lächeln im Gesicht. Ja, weil das einfach glücklich macht hier. Weil das so ursprünglich und so wild und so echt ist. Und ich liebe es. Auf Tour mit der Expertin. Die Sonne scheint. Häufige Wetterwechsel sind normal. Sie zeigt mir ihre Lieblingsplätze. Also die Normannen sagen, es sei Frankreichs kleinster Hafen. Der Pont Racine ist wirklich überschaubar. Nur kleine Boote haben Platz und die sind doppelt und dreifach mit Leinen gesichert. Gegen Stürme und gegen die Flut. Auch die Dörfer sind wetterfest. Mit Mauern und Häusern aus Bruchstein und Granit. Barbara kennt jede Ecke hier und die schönsten Cafés. Die Hundeexpertin hat eine Website, Chien Normandie. Da gibt sie Tipps für Urlauber, die mit Vierbeinern unterwegs sind. Hundeurlauber haben eigentlich auch andere Bedürfnisse als jemand, der jetzt nur zum Badeurlaub herkommt, den schönsten Strand sucht oder Museen sucht. Hundeurlauber wollen wandern, sie wollen wissen, wo sie mit Hund willkommen sind.
Die Route des Caps führt entlang der Küste. Klippen, Felsen, saftige Wiesen. Und hinter jeder Kurve wartet eine Überraschung, manchmal sogar auch hinter einer Kirche. Barbara wollte mir das hier eigentlich gar nicht zeigen. Und das ist dann halt der Kontrast. Oh, das ist aber böse. Hier kommen die alten Atombrennstäbe zur Aufbereitung hin. Aber man muss natürlich auch zugeben, dass diese Wiederaufbereitungsanlage in La Hague vielen Menschen hier Arbeit gibt. Ja. Darf man nicht vergessen. Diese Landschaft hier mit diesen vielen kleinen Hecken, dazwischen haben wir oft dann noch Heidelandschaften. Aber diese ganze Landschaft heißt Kleines Irland und sie erinnert auch an Irland, inklusive dem Wetter übrigens. Das Wetter hat schon wieder gewechselt. Sonnenschein in Grouchy, dem Geburtsort des berühmten Malers Jean-François Millet. Ein alter Brunnen, Bauernhäuser, Höfe, die schönsten Motive hat der Künstler aus dem 19. Jahrhundert auf dem Land gefunden. Barbara und ihr Hund Ben haben im Cotentin sogar eine neue Heimat gefunden. Die Route des Caps endet hier, an den Sandstränden, Dünen und einem der schönsten Küstenwanderwege, am Cap de Carteret. Den alten Leuchtturm kann man auch besichtigen, inklusive eines Museums. In Richtung Süden wird die Landschaft flacher. Besuch in Saint-Germain-sur-Eye im Betrieb von Austernzüchter Stéphane. Können wir gucken? Ihn hatte ich ja schon am Meer getroffen. Hier geht die Arbeit weiter. Am Tag zuvor hatten sie die Säcke mit den Babyaustern hereingeholt. Das sind die Austern vom Frühjahr 2022. In so einem Sack sind 5000 Stück. Jetzt brauchen sie Platz zum Weiterwachsen, also ausschütten, sortieren und umfüllen. Jeweils rund 100 Stück kommen in eine Metalltasche zurück. Ah, okay. Okay. Ich hab's auch endlich kapiert. Und dann kommt dieser Sack zurück ins Meer. Ja, genau. Zum Meer zurück am Nachmittag. Nach 4 Jahren sind sie ausgereift. Austern von ganz groß, die Nummer 1 also, bis ganz klein, die Nummer 4. Und diese ist erst 1 Jahr alt. Sie produzieren hier 140 Tonnen Austern pro Jahr. Stéphane und Tochter Axel haben sogar Kunden in Deutschland. Okay, merci. Und jetzt einen Testesser mehr. Und wieder eine Auster. Zugegeben, nicht jedermanns Sache. Und auch das Schlürfen will gelernt sein. Aber diese ist sehr lecker. C'est bon. Granville, eine Hafenstadt mit 13.000 Einwohnern. Aufgeteilt in Unterstadt und Oberstadt. Da ist die Aussicht aufs Meer am schönsten und da stehen auch die prächtigsten Villen. Das Geburtshaus von Modeschöpfer Christian Dior, heute ein Museum. Damenhüte und Dior, ein großes Thema. Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Grace Kelly. Halb Hollywood war verrückt nach seinen ausgefallenen Kreationen. Die Stars haben die Hüte berühmt gemacht, in der Modewelt wurden sie unverzichtbar. Nur die Kreationen für sich selbst fielen deutlich schlichter aus. Mittagszeit am Hafen. Ein Fischgeschäft mit Austernbar. Typisch Normandie. Hummer, Krebse, Muscheln. Nach persönlichem Geschmack kann jeder seine Platte zusammenstellen. Alles direkt vom Hafen und darum auch nicht besonders teuer. Auch diesem Paar aus Südfrankreich scheint's zu schmecken. Jedenfalls der Wein. Un Allemand? Prosit! Prosit! Ein Abstecher zur Route Poire. Die Birnenroute führt durch das touristisch kaum bekannte Domfront. Für die Einheimischen ist's das Birnenland. Wir fahren jetzt zum Birnenbauern. Es gibt nämlich nicht nur Äpfel in der Normandie, es gibt hier auch jede Menge Birnen. Daraus werden Säfte, Calvados und Birnensekt, Poiré. Den will ich unbedingt probieren. Die Bäume stehen überall am Straßenrand. Sie hängen voller Früchte.
Es ist Erntezeit. Ankunft auf der Ferme de Grimaud, ein typischer Birnenhof. Scheint ein gutes Jahr zu sein. Guck mal, was da sind. Birnen. So, die Bäume sind für einige sehr, sehr alt. Noemi, Schwiegertochter im Familienbetrieb, hat den Nachwuchs im Arm. Sie zeigt mir Bäume, die sind 300 Jahre alt. Unglaublich, lange vor der Französischen Revolution gepflanzt. Die Früchte sind eher klein. Die alten Riesen bis zu 20 Meter hoch. Geerntet wird nur, was auf den Boden fällt. Harte Arbeit bei rund 1000 Bäumen. Pro Jahr kommen 200 Tonnen zusammen. Frederik der Chef und Noemis Schwiegervater. Das ist eine Plan de Blanc, unsere Hauptsorte. Birnentasting, los geht's. Daraus wird eigentlich Birnensekt. Schmeckt auch so schon richtig gut. Sehr aromatisch und süß. Selten so eine leckere Birne gegessen. Nächster Baum, nächste Sorte. Es gibt 30 verschiedene. Das kann ja dauern. Die ist schon etwas säuerlich. Und die ist besonders sauer. Ich probiere sie trotzdem mal. Stimmt, Frederik, zieht einem alles zusammen. Was Sauer. ist denn da jetzt? Ach, die ist sauer. Sauer. Aber lecker. Sehr sauer. Diese Sorten hier, die sind sehr lecker. Die esst ihr auch? Nee. Nee, die esst ihr nicht? Nee. Warum nicht? Wir benutzen diese Birnen für Saft, Poiré. Ja. Ja, manchmal für Calvados. Aber wir haben leckere Birnen, um zu essen. Gibt's noch bessere? Noch Ja, lecker. genau. Eigentlich geht's ja darum. Juniorchef Simon zeigt mir die Kälterei. Früchte säubern, waschen, pressen. Was daraus wird? Säfte, Calvados und rund 45.000 Flaschen Birnensekt. Der Poiré ist eine geschützte regionale Marke mit AOP-Prädikat. Santé. Geschmackspremiere für mich. Fruchtig, halbtrocken, 5% Alkohol. Gut. Verkostung beendet. Es ist 1 Uhr mittags und wir sind mitten in Frankreich. Zeit für ein ausgiebiges Mittagessen. Die ganze Familie ist versammelt. Die kleine Jeanne mit den Eltern Simon und Noémie und die Großeltern Catherine und Frederik. 3 Gänge plus Käse. Was gibt's denn eigentlich? Französisches Landhähnchen. Schmeckt auch mit Birnensaft. Lecker. Santé. Landleben kann richtig schön sein. Santé. Merci beaucoup. Ein Gläschen zum Mittag schadet hoffentlich nicht. Letzte Station unserer Reise ist der Mont Saint-Michel. Das Kloster im Meer ist die bekannteste Attraktion in der Normandie und Weltkulturerbe. Rund 3,5 Millionen Besucher kommen pro Jahr, die meisten im Auto. Gut für den Parkplatzbesitzer. Oh, die Kleinigkeit von 15 € fürs Parken. Kleiner Trost, der Bus-Shuttle vom Parkplatz und zurück ist sogar inklusive. Schöner aber ist der Fußweg, eine halbe Stunde an der frischen Luft. Der Mont Saint-Michel ist die einzige überlaufene Ecke der südlichen Normandie. Gut so. Im restlichen Cotentin ist es nämlich ruhig. Wilde Natur und Einsamkeit. Das macht die Gegend aus.